Wir Onkologen sind ziemlich verschossen in Wasserfälle. Das mag jetzt vielleicht nicht so ganz naheliegend sein, aber ist halt so, weil wir ja ganz gerne zum Beispiel das Ansprechen von einer systemischen Therapie so darstellen würden. Was Sie hier sehen, hatten wir auch schon in anderen Videos gezeigt, ist eine bildgebungsbasierte Auswertung. Man hat vor Therapiebeginn Bilder gemacht und hat dann alles, was bösartig aussah, zusammenaddiert. Dann die Therapie gestartet und dann geguckt, wie sich die Durchmesser, die Größenordnungen dahingehend verändern. Und wenn es Abnahmen hat prozentual, dann sehen Sie sowas wie hier. Wir nennen das entsprechend auch ein Waterfall Plot, weil diese typische Form, dass es irgendwie anfängt mit Patienten, die keine Verkleinerung des Tumors haben, dann eine ganze Menge, die eine kleine Verkleinerung haben und dann nach unten hin so ein bisschen dicker wird. Waterfall Plot. Und dann hat beim ESMO Miriam Chalabi, das ist eine Onkologin aus Amsterdam, richtiger Profi, was so gastrointestinale Tumoren angeht, also Magenkrebs, Darmkrebs, Dickdarmkrebs im Speziellen, eine Studie präsentiert und diese Abbildung gezeigt. Naja, und sie hat super charmant gesagt, das ist ein Waterfall Plot. Hier ist die pathologische Response, das pathologische Ansprechen beurteilt. Das ist was anderes als unsere Bildgebungsbefunde, die ich vorher besprochen hatte. Und hier ist es super wichtig, dass wir nicht Birnen und Äpfel gleichsetzen. Birnen in diesem Fall sind die radiologischen Ansprechen, die wir dadurch erreichen oder erzielen können, indem wir die Tumordurchmesser in der Bildgebung ausmessen und im Verlauf vergleichen und Zunahmen oder Abnahmen dann halt berechnen. Das pathologische Ansprechen ist was anderes. Das ist vor allen Dingen wichtig in operablen Stadien. Und entsprechend sind die radiologischen Begutachtungen im Stadium 4 immer dann indiziert, wenn man eine dauerhafte Therapie bis zum Progress gibt. Also sei es täglich eine Tablette oder alle 3 Wochen ein Antikörper, irgendwas in der Art. Im Gegensatz dazu haben wir natürlich bei den operablen Studien eine extremst enge Zeitspanne der systemischen Therapie. Wir wollen ja auf gar keinen Fall die Operation verhindern oder beziehungsweise die Operation so weit aufschieben, dass womöglich gar keine Operation mehr möglich ist, wenn man dann mit der Zeit durch ist. Und das ist deswegen entsprechend für neoadjuvante Therapie super wichtig. Neoadjuvante Therapie, haben wir auch ein Video zu gemacht, bedeutet, dass man, bevor man operiert, nochmal eine systemische Therapie verabreicht. Ich muss aber weiter ein bisschen abschweifen. Ich habe mal ein Video gemacht zur Mikrosatelliteninstabilität oder MSI und in dem habe ich gezeigt, dass es bei der Replikation von der DNA zum sogenannten DNA-Mismatch kommen kann, also dass die verschiedenen Stränge nicht mehr so genau passen und das hat in den meisten Fällen zur Folge, dass man Mutationen hat. Wir haben unsere kleinen Helferlein im Körper, die das Ganze wieder kitten. Da reden wir von den Mismatch Repair oder MMR Protein. Das heißt, hier haben wir auch eine genetische Aberration, eine genetische Problematik und nennen das Ganze DMMR, also Deficient Mismatch Repair. Das Gegenteil, das habe ich jetzt hier nicht nochmal aufgelistet, wir nennen PMMR für Proficient Mismatch Repair. Und diese DMMRs sind nicht selten, das betrifft ja immerhin 10-15% aller Darmkrebspatienten. Und von diesen DMMR weiß man, dass die eigentlich super Kandidaten für die Immuntherapie sind, weil die auch eine besonders hohe Anzahl tumorinfiltrierender Leukozyten hat. Wir haben also Darmkrebs und zwar DMMR-Darmkrebs, also mit Problemen, die Mismatches wieder rückgängig zu machen. Und dann werden 2 Zyklen neoadjuvante Immuntherapie gegeben. Und wichtig ist hier wirklich Immuntherapie. Wir haben keine Chemokomponente mehr da drin. Und warum das nicht? Gucken wir uns nochmal an. Pathologisches Ansprechen, da kommen wir gleich zu, unter neoadjuvanter Chemotherapie war 5-7%. Also nochmals 5-7% hatten pathologisch gesehen keine Tumorzellen mehr. Das ist jetzt die Frage, dass das rechtfertigt, das zum Beispiel standardmäßig zu machen. Oder warten wir auf so innovative und gute Studien wie die von Frau Chalabi und den holländischen Kollegen und sagen, nee, da gehen wir aufs Ganze oder setzen die Idee wirklich um.
So, der Tumor ist nun vorbehandelt zweimalig. Ich habe ihm extra eine andere Farbe und auch im anderen Durchmesser gegeben. Rein theoretisch könnte man auch wieder die Bildgebung bemühen und zu gucken, wie viel kleiner der ist als im Vorbefund oder als im Befund der größten Ausdehnung. Das wäre dann, wie gesagt, wieder die bildmorphologische Auswertung. Was wir aber sonst machen nach Operation, ist es so, dass das operierte Tumormaterial gesichtet wird von unserem Pathologen. Und die Pathologen gucken sich jetzt, wie gesagt, das pathologische Ansprechen an. Und das zeige ich Ihnen mal hier, was die sich darunter vorstellen. Das in grün umkreiste ist quasi der rausoperierte Tumor. Und dann sehen Sie, dass die Pathologen da geguckt haben, wie viele aktive Anteile da zu sehen sind oder wie sich das insgesamt entwickelt hat. Man sieht, dass von außen nach innen der Tumor umgebaut wird und der eigentliche Tumorbereich, der ist auch gut dargestellt. Also nichts Spektakuläres, nichts Wichtiges, muss man nur einmal gehört haben. Kommen wir aber jetzt nochmal zu Myriam Chalabi und ihrem Waterfall-Plot. Ich habe ihn extra in Anführungszeichen gesetzt, weil er meines Erachtens nicht haltbar ist. Ich muss an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass wir es bislang mehr oder weniger wissen, dass eine Major Pathologic Response auch wirklich korreliert mit dem Outcome der Patienten, also dass das wirklich sehr, sehr gut ist. Die primäre Fragestellung bei dieser Studie war neben der pathologischen Response oder dem pathologischen Ansprechen auch, wie viel Prozent der Patienten nach 3 Jahren dann auch wirklich noch leben. Das werden wir nächstes Jahr erfahren. Aber bislang geht es allen Patienten wirklich gut. Also fantastische Ergebnisse. Und wenn wir jetzt sagen, das ist kein Wasserfall, muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist es dann? Und da gab es nicht wenige, die dieses Ganze, ich habe mal das Diagramm unten reingepastet, mehr oder weniger, als Tsunami-Analogie sahen und vorgeschlagen hatten, das könnte man ja Tsunami-Plot nennen. Dann gab es wiederum anderen, da schließe ich mich gerne an, haben Sie ja vielleicht im Thumbnail gesehen, die das Ganze eher mit einem ruhigen See assoziiert haben und das Ganze dementsprechend ein Lake-Plot nennen würden. Nichtsdestotrotz hat sich das dann irgendwie relativ schnell innerhalb von einem Tag, 2 Tagen durchgesetzt auf Social Media, dass wir bei diesem Plot von einem Chalabi-Plot sprechen. Und das ist Ehre wem Ehre gebührt. Die fantastische Studie, fantastische Arbeit der niederländischen Kollegen, die sich dieser Studie angenommen haben. Wirklich höchsten Respekt. Es gibt ein Video von Myriam Chalabi, was ich auch hier verlinken werde unten, wo sie ihre Studie nochmal erklärt und nochmal von der ESMO aus erklärt, was das eigentlich Tolle an dieser Studie ist. Ich habe jetzt wirklich nur ganz wenige Aspekte rausgepickt.